Für unser Motorradabenteuer in diesem Jahr wählten wir als Hauptziel die Vogesen aus. Dafür wollten wir aber nicht den direkten Weg fahren. Und so suchten wir uns weitere landschaftlich schöne und interessante Gegenden aus, die wir auf der Hin- und Rückreise in unsere Route einbauen konnten. Somit führte uns unsere Motorradreise nicht nur in die Vogesen, sondern auch in die Eifel, nach Luxemburg, den Schwarzwald, die Pfalz und an die Mosel. Auf unserer 9-tägigen Reise sind wir mehr als 2500 Kilometer gefahren und haben dabei in den unterschiedlichsten Unterkünften übernachtet. Und was wir sonst noch alles auf dieser Reise gesehen und erlebt haben, das möchte ich euch in diesem Film zeigen. Viel Spaß! Bei unserer Motorradtour 2023 waren wir diesmal zu viert unterwegs. Die Lisa, der André, der Tim und ich. Früh am Morgen starteten wir in der Nähe von Menden und fuhren zunächst durch das Sauerland. Nach circa 1,5 Stunden machten wir unsere erste Rast. Na, und wie könnte es auch anders sein? Natürlich am Biggesee beim Biggegrill. Ein sehr beliebter Bikertreff. Am Wochenende ist hier bei gutem Wetter immer was los. Freitagvormittag war es dann doch etwas entspannter. Die Biggetalsperre gehört zu den größten Talsperren in Deutschland und ist mit dem Stauvolumen nach die zweitgrößte in Nordrhein-Westfalen. Sie liegt im Zentrum des Naturparks Ebbegebirge zwischen den Städten Attendorn im Norden und Olpe im Süden. Ist die Welt noch in Ordnung, ne? Ja. Ist idyllisch hier so, ne? Yeah, oh my Lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray, hoping for the light of day. Down to the river I have had. Und ab und zu passierte es sogar in dieser ländlichen Gegend, dass wir auf den Straßen schwierige Entscheidungen treffen mussten. Wie weit müsste jetzt in 1,5 Kilometern sein? Na dann, Weiter? weiter. Umdrehen können wir immer noch. Ansonsten fahren wir über den Acker. Ja. Okay. Oh, fire and water me, going down deep. Say oh, oh, bury me, carry me, oh, oh, far beneath. Oh, oh, fire and water me, watching me clean, kerosene creek. Weiter ging es vorbei an Altenkirchen und Neustadt bis runter nach Bad Hönningen an den Rhein. Um auf die andere Rheinseite zu kommen, nahmen wir dort die Fähre. Die Fähre über den Rhein kostet pro Person mit Motorrad 3,50 Euro. Nach einer kurzen Überfahrt ging es von hier aus weiter durch die Eifel. Der erste Stopp war der Laacher See in der östlichen Vulkaneifel. Es ist übrigens der größte See in Rheinland-Pfalz und er entstand in der Caldera,
also dem Krater des Lacha-Vulkans. Der letzte Ausbruch war vor 13.077 Jahren. Das ist zwar schon lange her, aber wir fuhren lieber weiter. Wer weiß, wann das hier wieder losgeht. Weiter ging es nach Monreal, eine kleine Ortsgemeinde im Tal der Elz. Und wie ich finde, ein wirklich idyllisches Örtchen. Die alte Tuchmacherstadt mit ihren knapp 800 Einwohnern bietet nicht nur schön restaurierte Fachwerkbauten, sondern ist auch gleich von 2 Burgruinen umgeben. Die Löwenburg und die Philippsburg. Beide kann man durch einen kurzen Fußmarsch ganz gut erreichen. Der Name Monreal stammt übrigens aus dem 13. Jahrhundert. Zu dieser Zeit breiteten die ansässigen Grafen ihren Einflussbereich auf die kleine Siedlung aus. Und da es zu der Zeit in Mode war, alles ins Französische zu übersetzen, wurde aus Königsberg kurzerhand Monroyal und später Monreal. Verrückt, oder? Bevor es weiterging, gab es aber noch Kaffee und Kuchen im Café Altes Pfarrhaus. Auch sehr empfehlenswert sind dort die leckeren Flammkuchen, die übrigens nach den Mitarbeiterinnen benannt sind. Unser Ziel für diesen Tag war das kleine Örtchen Lichtenborn, kurz vor der Grenze zu Luxemburg. Unsere Unterkunft für diese Nacht war das Haus Weilberg, ein kleines B&B mit wenigen Zimmern und einer herzlichen Gastgeberin. Wenn man früh genug Bescheid sagt und es passt, kann man auch ein frisch zubereitetes Abendessen bekommen. Wir hatten das Glück und haben ein leckeres Abendessen bekommen, mit Nachschlag und Nachtisch. Das waren die besten Carbonara, die ich bislang gegessen habe. Nach dem Essen konnten wir den Abend gemütlich mit 1-2 Bierchen ausklingen lassen. Wir ließen den Tag Revue passieren und besprachen die Strecke für den nächsten Tag. Am nächsten Morgen wurden wir wieder mit Sonnenschein begrüßt. Bevor es aber losging, gab es eine kleine Schraubereinheit an Andres MT-07. Irgendwie hing die Kette von seinem Motorrad fast auf dem Boden. Naja, etwas übertrieben. Auf jeden Fall musste hier nachgebessert werden. Als alles wieder schick war, machten wir uns auf den Weg nach Luxemburg. Der erste Stopp ließ nicht lange auf sich warten. Ich hatte wieder eine Burg entdeckt und da mussten wir natürlich anhalten. Die Dasburg, direkt an der Grenze zu Luxemburg. Der kleine gleichnamige Ort wurde im Jahr 1222 erstmals urkundlich erwähnt. Die Burg soll allerdings um 850 entstanden sein und gilt als eine der ältesten Burgen in dieser Gegend. In Luxemburg wird dem Motorradfahrer einiges an Kurven und Fahrspaß geboten. Zum Beispiel das gute Dutzend knackiger Kehren über den knapp 10 Kilometer langen Donatussattel. Straßen im Top-Zustand und der eher wenige Verkehr lassen hier das Bikerherz höher schlagen. Folgende Tempolimits gibt es übrigens in Luxemburg. Innerorts 50, außerorts 90 und auf Autobahn 130 km/h. Man kann es aber auch ruhiger angehen lassen, damit man keinen Hotspot auf der Tour verpasst. Aber uns passiert das leider häufiger. Wie zum Beispiel hier, der Ort Eschsauer unterhalb der ältesten Burg Luxemburgs. Westlich des Ortes liegt der Obersauer Stausee, welcher übrigens der größte See des Landes ist.
Genutzt wird er hauptsächlich zur Trinkwasserversorgung und Elektrizitätsgewinnung. Und während wir weiter zum nächsten Spot cruisen, merken wir, dass wir mit Sicherheit nochmal nach Luxemburg kommen müssen. So weit weg ist es ja auch nicht. Die Burg Burscheid. Sie ist nicht nur das landesweit größte Bauwerk seiner Art, sondern auch eines der bedeutendsten Burgen zwischen Rhein und Maas. Die Herren von Burscheid, die damals die Burg bewohnten, gehörten zu den einflussreichsten Familien in dieser Region. An die Stelle der Burscheider trat im Jahr 1626 die Familie von Metternich, ehe dann die Französische Revolution der Feudalherrschaft ein Ende setzte. Wir zogen weiter durch die Gemeinde Vianden und erreichten den Hauptort des Kantons. Na, wie heißt er wohl? Richtig, Vianden. Der Ort ist einer der wichtigsten Touristenorte Luxemburgs. Zahlreiche Restaurants und Cafés findet man hier in den Gassen des urigen Ortes. Und über der Stadt thront eine Burg. Und genau, die Burg Vianden. Sie wurde vom 11. bis 14. Jahrhundert erbaut und laut CNN gehört die Burg zu den 21 schönsten der Welt. All I want is you in front of me. I could have another, but you're always gonna be my home. Und wieder stellten wir fest, hätten wir uns doch auch mal angucken können. Es ist auch immer nicht so einfach, alles Sehenswerte auf der Tour anzuschauen, wenn die Reisezeit begrenzt ist. Es gibt einfach zu viele schöne Orte, die einen Besuch wert sind. Aber so kann man zumindest noch mal herkommen. Wir setzten unsere Reise fort, genossen noch die kurvigen Straßen und die schöne Natur und überquerten am Nachmittag die Mosel nach Deutschland. Unser Zielort war Merzig. Hier übernachteten wir in dem bei Bikern beliebten Holiday Inn Express. Wir ließen den Abend beim teuren Italiener ausklingen und freuten uns auf den nächsten. Dann geht es in die Vogesen. Von unserem Hotel, dem Holiday Inn Express in Merzig, setzten wir am dritten Tag unsere Reise Richtung Frankreich fort. Beim Bepacken der Motorräder planten wir aber noch einen spontanen kleinen Umweg mit ein. Der erste Stopp für diesen Tag sollte eine der Saarschleifen sein. Wir haben uns für den Aussichtspunkt in der Nähe von Serik entschieden. Dort kann man an einem nicht so überlaufenen Platz die Aussicht genießen und eine kleine Pause machen. Dann ging es erstmal weiter. Aber einfach mal ohne Probleme durchfahren, ist bei uns anscheinend nicht möglich. Ich sehe nichts mehr. Auf unserem Weg zur Grenze gab es immer wieder einige Baustellen, Umleitungen und Straßensperren. Und hier soll es weitergehen, sagte Lisa. Ja, das geht einfach geradeaus. Also an der Brücke ist auf jeden Fall markiert ein Wanderweg. Und irgendwann geht's dann wieder links, da kommt man dann wieder auf unsere Straße. Nee, hier ist kein Weg. Hier geht's auch nicht weiter. Schließlich kamen wir am frühen Nachmittag nach Hornbach. Nach einem Tankstopp und einer kleinen Pause überquerten wir dort endlich die Grenze nach Frankreich in die nördlichen Vogesen. Auch hier herrscht eher wenig Verkehr und die Straßen sind gut ausgebaut, aber aufgepasst, auch hier gibt es Tempolimits. Wir fuhren vorbei an Beach. Die am Rande von Lothringen liegende Stadt mit ihren rund 5000 Einwohnern ist eingebettet in die Arme einer mächtigen Zitadelle. Die Verteidigungsanlage aus dem 12. Jahrhundert hat eine außergewöhnliche Geschichte durchlebt, die von Ereignissen geprägt ist. Aber die werden wir uns wohl beim nächsten Mal anschauen.
Nach der Stadt Beach wurden die Straßen wieder leerer und kurviger. Hier machten wir noch eine kurze Rast, mitten auf einem Truppenübungsplatz. Aber es war ja zum Glück gerade nichts los. Es wurde immer grüner und die Wälder wurden dichter. Um uns einen kleinen Überblick über diese Gegend zu verschaffen, fuhren wir tief in den Wald hinein auf den höchsten Punkt der Nordvogesen, dem Grand Wintersberg. Auf seinem 581 Meter hohen Gipfel steht ein Turm. Und wenn man sich auf der schmalen Treppe nach oben geschlängelt hat, wird man hier mit einem Mega-Ausblick belohnt. Die Vogesen, früher auch Wasgauen, Wasgenwald oder Wasigenwald genannt, sind ein Mittelgebirge in Frankreich mit der höchsten Erhebung von 1424 Metern. Sie sind gemeinsam mit dem Pfälzerwald, der sich im Norden des Gebirges anschließt, Teil eines einheitlichen Mittelgebirgsraums mit einer Größe von etwa 8000 Quadratkilometern. Und der Name Vogesen leitet sich vermutlich von dem ursprünglich keltischen und später von den Römern übernommenen Berg- und Waldgott Vosegus, Vasagus oder Vosatius ab. Wir zogen weiter nach Philippsburg. Dort machten wir eine Pause bei Salé Falkenstein. Ein kleines, typisch elsässisches Lokal. Hier soll es gutes Essen zum fairen Preis geben. Für uns gab es hier nur was zu trinken, denn den Mittagstisch hatten wir knapp verpasst. Oh, da kommt schon die Getränke. Nach dem kühlen Getränk führte uns der Weg weiter durch die Nordvogesen. Hier genossen wir wieder die kurvigen Straßen und die schöne Landschaft. Immer wieder kamen wir auch durch die typisch urigen Orte im Elsass. Unser Ziel für diesen Tag war die Gemeinde La Petite Pierre, zu Deutsch Lützelstein. Als Unterkunft hatten wir uns hier eine Ferienwohnung gebucht. Das kleine urige Städtchen liegt am Fuße der Nordvogesen. Von hier hat man einen weiten Blick über die bewaldeten Berge. Die bunte Stadt ist sehr reizvoll, besonders durch die typische Bauweise der alten, teils mit Blumen geschmückten Fachwerkhäuser erhält sie einen besonderen und einladenden Charakter. Zu finden ist dort auch die Burg Lützelstein. Das einstige pfälzgräfische Schloss wurde 1205 von den Grafen von Lützelstein gegründet. Die Burg ist heute Verwaltungssitz des regionalen Naturparks, der von der UNESCO zum Weltbiosphärenreservat erklärt wurde. Nachdem wir uns in der Ferienwohnung eingerichtet hatten, machten wir uns auf Nahrungssuche. Nach einem kleinen Fußmarsch haben wir dann auch das passende Lokal gefunden. Au Coq Blanc. Ein empfehlenswertes, gemütliches Lokal mit freundlichen Gastgebern und gutem Essen. Danach ließen wir den Abend in dieser tollen Stimmung ausklingen. Am nächsten Morgen waren wir schon sehr früh auf den Beinen. An diesem Tag standen 230 Kilometer auf dem Plan und an einigen Sehenswürdigkeiten wollten wir uns etwas länger aufhalten. Also nutzten wir die frühen Morgenstunden und fuhren zunächst Richtung Grauftal. Faut pas arrêter car c'est la vie, on sait jamais alors respire les problèmes qui nous mènent nus, y en a toujours d'autres, on continue. Pour maintenant, on fait la fête en chantant. Grauftal. Die größte Sehenswürdigkeit des Ortes sind die Felsenhäuser, Maison des Rochers.
Das Dorf entstand im 12. Jahrhundert rund um die dortige Benediktinerabtei. Diverse in hohe Felsen gegrabene Höhlen dienten den Mönchen damals als Lager für Brennholz und Lebensmittel. Ab dem 18. Jahrhundert wurden sie dann als Wohnhäuser umgebaut. Zuletzt haben hier noch 3 Familien gewohnt: die Wagners, die Webers und die Ottermanns. Die letzte Bewohnerin, Katharina Ottermann, verstarb 1958. Seit 1984 stehen die Felsenhäuser unter Denkmalschutz. Wir zogen weiter durch die Wälder der Vogesen. Auch an diesem Tag gab es wieder tolle Straßen, Kurven und Sonnenschein für uns. Unser nächstes Ziel war der Rocher de Dabo. Der Rocher de Dabo bietet einen grandiosen Ausblick auf die weiten Wälder der Vogesen, der kleinen Ortschaft Dabo und das Lothringische Plateau. Der 664 Meter hohe Sandsteinfelsen ist eine einzigartige Sehenswürdigkeit. Im Mittelalter wurde er von der mächtigen Dagsburg bedeckt, die Sitz der legendären Grafschaft Dabo war. Ungefähr so muss es hier wohl damals ausgesehen haben. Die Burg wurde 1690 auf Befehl von Ludwig XIV. Zerstört, als die Grafschaft an Frankreich angeschlossen wurde. 1828 wurde auf dem Felsenplateau eine Kapelle zu Ehren des heilig gesprochenen Papstes Leo IX. Errichtet. Er war ein Kind des Landes. Da wir an diesem Tag schon sehr früh unterwegs waren, mussten wir erstmal unser Frühstück nachholen. Dazu fuhren wir zurück nach Dabo. Danach ging es weiter durch die dichten Wälder und leeren Straßen Lothringens. Unser nächster Stopp war der Lac de Pierre Percé. Der See von Pierre Percé ist mit einer Fläche von über 304 Hektar der größte künstlich angelegte See in Lothringen. Aufgrund seiner besonderen Form, die wie ein Ahornblatt aussieht, wird er auch Kleines Lothringer Kanada genannt. Hier haben wir uns aber nicht so lange aufgehalten. Wir fuhren weiter und fanden in dem urigen Ort Ranrupt ein kleines Bistro, was zu einer Porzellanmanufaktur gehört. Hier konnten wir der netten Bedienung, dem selbstgemachten Kuchen und dem leckeren Kaffee einfach nicht widerstehen. Das größte Highlight für diesen Tag haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben. Dazu fuhren wir nach Orschwiller im Elsass. Dort findet man sie dann. Die im 12. Jahrhundert erbaute Burg Hochkönigsburg. Mit über 500.000 Besuchern jährlich ist sie nicht nur die am meisten besuchte Burg der Region, sondern auch der am häufigsten frequentierte Touristenort in ganz Frankreich. Die Burg mit ihrer über 900 Jahre alten und imposanten Geschichte thront in knapp 800 Meter Höhe am Ostrand der Vogesen auf einem mächtigen Buntsandsteinfelsen. Sie ist eine der höchstgelegenen Burgen im Elsass. Und für eine Besichtigung der Burg sind 9 € fällig. Diese sind aber gut investiert und man bekommt einiges geboten. Über eine Zugbrücke gelangt man zu den vollständig eingerichteten Burggemächern sowie zu der mittelalterlichen Waffensammlung.
Neben dem Bergfried, Türmen und dem Wohntrakt gibt es 2 weitere Etagen, auf denen man sich in eine längst vergangene Zeit zurückversetzen lassen kann. Trotz der großen Beliebtheit der Burg war die Besichtigung sehr entspannt. Kleiner Tipp, wir waren hier an einem Montag gegen 16 Uhr. Und für die Besichtigung sollte man circa 2 Stunden einplanen. Wenn du hier drüber gehst, ne, wisst ihr gar nicht, wo ist hier Anfang, wo ist Ende. Faszinierend, ne? Der Ausblick von hier oben reicht weit über die Rheinebene und auf mehrere benachbarte Burgruinen. Bei guter Sicht kann man im Süden die knapp 200 Kilometer entfernten und 4000 Meter hohen Berner Alpen sehen. Danach fuhren wir weiter nach Colmar. Dort steuerten wir unsere Unterkunft für diese Nacht an. Bei Bier und Burgern ließen wir den Tag Revue passieren und freuten uns auf das, was uns dann wohl morgen erwartet. Geht's los? Ja, Okay. geh weiter. So direkt auf einem Wheelie hier raus, ne? Exotique, pas logique, érotique, fantastique ou passion physique. Sex tapis, pas fragile, le garçon de ma ville, il est très viril. Toilette, cigarette, bicyclette, lots of sweat, je m'amuse sur la couette. Der 5. Tag unserer Reise führte uns durch den südlichen Teil der Vogesen. Wir starteten in Colmar und fuhren vorbei an Kaisersberg Richtung Col du Bonhomme. Mit 994 Metern geht es bei diesem Pass schon etwas höher hinaus. Tu sais, me plaire, vraiment, c'est clair, je t'adore. Wir fuhren durch das Skigebiet und Wintersportgebiet am Lac Blanc. In dieser Gegend wurde es immer nebliger, bis wir schließlich in den Nebel des Grauens kamen. Und wenn man sich unsere Gespräche so anhört, könnte man meinen, dass wir selbst auch ein bisschen vernebelt sind. Abenteuer, Leute, das wollen wir doch immer. Ja, gut, dass ich so ein bisschen Karte habe, wo ich so ein bisschen gucken kann. Wir müssen auch rechts, ne? Achso, er hält für uns. Wir müssen rechts hier. Ja. Nein. Hier, Nein, ja, nein, ja, doch, nein, nein. Hier, runter. Hier, runter. Also da rechts hoch nicht. Also ich meinte nur hier rechts zu dem. Was? Ja, so rum. Wäre aber links, ne? Ja, da habe ich gerade nicht mit. Warum fahre ich vor? Hier sieht man nichts. Ja, warte, ich komme. Der Lac Blanc ist ein Gebirgssee aus der Eiszeit und liegt auf 1052 Metern. Er ist der größte natürliche See auf der Ostseite der Vogesen. Auch hier war das Wetter nicht so toll und wir wurden vom Nebel verfolgt. Deshalb konnten wir auch nicht so viel von der malerischen Berglandschaft sehen. Von hier aus fuhren wir weiter über die berühmte Route de Crête. Die Vogesen-Kammstraße, auch Route de Crête genannt, zählt zu den schönsten Höhenstraßen in Europa. Sie verläuft fast durchweg auf einer Höhe von 1200 Metern. Die Straßen sind gut ausgebaut und die Aussicht einzigartig. Die Route hat aber auch eine weniger schöne Seite. Sie führt vorbei an mehreren Schauplätzen des Ersten Weltkriegs, unter anderem dem Lingekopf und dem Hartmannswillerkopf. Hier verlief die Frontlinie, die französische und deutsche Truppen voneinander trennten. Von Juli bis Oktober 1915 fanden hier blutige Kämpfe statt, die auf beiden Seiten viele Todesopfer forderten. Die gepflegten Gedenkstätten und Soldatenfriedhöfe lassen einen die Geschichte hautnah erleben. Die Vogesen-Kammstraße hat eine Länge von 77 Kilometern. Die Route führt über den Col du Bonhomme im Norden, den Col de la Schlucht, Hoheneck, Markstein
Grand Ballon und endet in Cernay. Vom höchsten Berg, dem Grand Ballon mit 1424 Metern, sieht man die elsässische Rheinebene und den Schwarzwald. Bei klarem Wetter kann man bis nach Österreich, Liechtenstein und zum Mont Blanc schauen. I need to reach out, stop our world from spinning, find a new beginning. Wir fuhren weiter Richtung Cernay und durch Mühlhausen. Später am Nachmittag überquerten wir wieder die Grenze nach Deutschland. Unser Ziel für diesen Tag war der Gasthof Hotel Hirschen in Salneck. This train is running late, but seem a little far away, but I'll get there someday. Wait on me, wait on me, wait on me, wait on me. Das schön gelegene Hotel im Schwarzwald können wir gerne weiterempfehlen. Die freundlichen Gastgeber, das gute Essen und die gemütlichen Zimmer machten es einfach, den Abend entspannt ausklingen zu lassen. Und mal schauen, wie es morgen weitergeht. Kurz nach 8 Uhr morgens am 6. Tag unserer Reise. Eigentlich ist diese Uhrzeit recht ungewöhnlich für uns. Aber wir hatten uns vorgenommen, auch mal früher wegzukommen, damit wir mehr Zeit am Tag haben. Und so fingen wir nach dem Frühstück gleich damit an, ganz entspannt unsere Motorräder zu packen. Aber der entspannteste von uns allen war André. Als wir startklar waren, war von ihm noch nichts zu sehen. Auch der Schwarzwald hat einiges an Bergpässen und kurvigen Straßen zu bieten. Nach kurzer Fahrzeit erreichten wir den Kreuzwegpass mit 1080 Metern und das Eulemer Kreuz mit 1133 Metern. Bei der Routenplanung wählte ich hier möglichst schmale Straßen mit vielen Kurven. Irgendwann fiel den anderen dann auf, dass ich es wohl ein bisschen übertrieben hatte. Wir sind schon über 1000 Meter hoch. Krass. Sehe ich das richtig auf der Karte, Thomas? Eine Reise in den Süden. Also meine Karte sieht aus, als hätten ein Dreijähriger da drauf rumgemalt. Wer hatte diese Straße ausgewählt? Das Wetter an diesem Tag war eher schlecht und er entwickelte sich zu einem reinen Fahrtag. Aber unser nächstes Ziel war erstmal der Schluchsee. Ursprünglich war der Schluchsee ein Gletschersee des Feldberggletschers. Mit einem Stauziel von 930 Metern über Null ist es aber nicht nur die höchstgelegene Talsperre Deutschlands, sondern auch, mal abgesehen vom Bodensee, der größte See in Baden-Württemberg. Danach wollten wir eigentlich mal hoch zum Feldberg, aber der normale Weg war natürlich gesperrt und wir mussten einen langen Umweg fahren. Oben angekommen war alles so vernebelt, dass wir gleich wieder umkehrten und zu den Todtnauer Wasserfällen fuhren. Bei Sonnenschein natürlich noch besser, aber auch nicht so ganz günstig. Das Kombiticket für Hängebrücke und Wasserfall kostet für Erwachsene 12 €. Aber für uns fiel das Ganze ja sowieso aus, denn Baustelle, Baustelle, Baustelle. naja, ist wohl nicht so ganz unser Tag gewesen. This love is ill. I wish that it was different. Don't know what it is that made us so indifferent. We're drifting in the dark. Can we do better?
cruisten weiter über die kurvigen Straßen des Schwarzwald. Dabei fuhren wir auch über die bekannte Schauinslandstraße. Und beim Gasthof Holzschlägermatte kehrten wir dann ein und machten eine längere Pause. Die Schauinslandstraße hat übrigens eine lange Geschichte. Sie wurde 1896 eröffnet und von 1925 bis 1984 fuhren hier Rennwagen und Motorräder für das bekannte ADAC Schauinslandrennen. Für uns Biker vielleicht ganz wichtig, vom 1. April bis 1. November ist die Straße an Wochenenden und Feiertagen für Motorräder gesperrt. Nach der Pause fuhren wir weiter zu unserem heutigen Ziel, dem Café Rundblick in Baiersbronn. This love is ill. I wish that it was different. Don't know what it is that made us so indifferent. We're drifting in the dark. Can we do better? Wish I could rewind back to the start. Can we do better than this? Better. Tag 7 startete dann im Café Rundblick in Baiersbronn. Eigentlich seit 1840 eine traditionelle Bäckerei. Aber zum Haus gehört auch ein kleines Hotel mit einfachen Zimmern zum vernünftigen Preis und sehr netten Gastgebern. Unsere Motorräder konnten wir über Nacht sicher in der riesigen Garage neben dem Oldtimer abstellen. Dieser Tag war mehr oder weniger auch ein Transittag. Wir starteten also in Baiersbronn und fuhren zunächst über die Schwarzwald-Hochstraße in den Nordschwarzwald. Die Schwarzwald-Hochstraße ist eine der ältesten und bekanntesten Ferienstraßen in Deutschland. Die Straße ist mittlerweile über 90 Jahre alt, aber immer noch ein beliebtes Ziel. Entlang der gesamten Route gibt es tolle Ausblicke in die Täler des Schwarzwaldes, ins Rheintal und in das Elsass. Wir fuhren weiter bis nach Baden-Baden. Dort ging es nochmal über den Rhein und dann wieder nach Frankreich. Für knapp 50 Kilometer durchquerten wir hier noch einmal die Nordvogesen. Danach fuhren wir weiter in die Pfalz und den Pfälzerwald. Artenreiche Mischwälder und sagenumwobene Burgruinen machen eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands so einzigartig. Der Pfälzerwald nimmt von der Fläche her ein gutes Drittel der gesamten Pfalz ein. Ein kleinerer südlicher Teil liegt dann wieder auf französischem Boden und wird dort Nordvogesen genannt. Wir fuhren weiter durch Rheinland-Pfalz Richtung Mosel. Unser Zielort an diesem Tag der Reise war Thalfang. Unsere Unterkunft war das Rosenhill B&B. Dieses schicke Haus nach schwedischem Vorbild ist privat geführt und man lebt hier mit der Familie unter einem Dach. Die Schlafzimmer und Bäder sind separat, die Küche, Wohnzimmer und Garten werden hier gemeinsam genutzt. Am nächsten Morgen konnten wir es wieder ruhiger angehen lassen und in Ruhe frühstücken. An diesem Tag standen nur knapp 160 Kilometer auf dem Zettel. Und von Thalfang aus fuhren wir nun Richtung Mosel. It's the tallest sound, the damn smallest crowd.
Der erste Stopp war die Zummethöhe. Von hier oben hat man einen tollen Ausblick auf die Moselschleife zwischen den Orten Leiven und Trittenheim. An sonnigen Tagen ist die Zummethöhe ein beliebtes Ausflugsziel und Startpunkt für Wanderung. Wir fuhren von hier aus jetzt erstmal immer an der Mosel entlang, zunächst bis Bernkastel-Kues. You're never lost among the crowd with me. Never lost among the crowd with me. Everywhere you go, I'll be. Auch die Mosel an sich ist natürlich schon ein tolles Reiseziel. Allein in Bernkastel-Kues gibt es eine Menge zu entdecken. Oberhalb des Ortes thront die Burg Landshut. Dort oben gibt es neben dem schicken Restaurant auch eine tolle Aussicht. Die Promenade lädt zum Verweilen ein und das Museum im Zylinderhaus nimmt dich mit auf eine Reise durch 90 Jahre Automobilgeschichte. Auch viele andere Orte entlang der Mosel sind einen Besuch wert. Und drumherum gibt es natürlich jede Menge Burgen, Schlösser und Aussichtspunkte. Ich glaube, ich muss über die Mosel noch einmal einen eigenen Film machen. Aber Burg ist schon mal ein gutes Stichwort. I'll push you back towards Atlantis Sea. They're going down for love and love is free. Stick with me and I will guarantee. Unser nächstes Ziel war die Burg Eltz. Ein kleiner Tipp: Wenn man nicht die ganzen Motorradklamotten mitschleppen will, einfach mal freundlich den netten Herrn an der Parkplatzkasse fragen. Hallo, schönen guten Tag. Ich war letztes Jahr schon mal hier, da war der Kollege da. Der hat uns hier an der Seite parken lassen, damit wir alle Sachen drauf lassen können. Ja. Geht das? Wenn der Kollege das kann ich das auch. Ist der weg? Man muss nur fragen. Ne? Ja, eben. Ne? Wenn jetzt der Erste schon kommt und sagt, ich will hier parken, dann gibt's gar nichts. dann gucke ich auf den Baum und sage, mein Freund, der Baum. Stellen Sie sich dahin. Ja, alles klar, machen wir so. Dankeschön. Die Höhenburg aus dem 12. Jahrhundert ist wahrscheinlich eine der bekanntesten ihrer Art in Deutschland. Von 1961 bis 1995 war sie auf dem 500 D-Mark-Schein zu sehen. In ihrer über 900 Jahre alten Geschichte hat sie wohl schon einiges erlebt. Sogar die beiden Weltkriege hat die Burg unbeschadet überstanden. Aber das Verrückteste ist, dass sie seit ihrer Erbauung bis heute im Besitz einer einzigen Familie ist. Eine Führung durch die Burg ist sehr informativ, spannend und unterhaltsam. Man kommt durch einige bauzeitlich eingerichtete Räume und erlebt eine Zeitreise der 900 Jahre alten Geschichte. In der Schatzkammer findet man eine der bedeutendsten privaten Sammlungen des Landes. Mehr als 500 Exponate werden hier ausgestellt. Die Sammlung reicht von Glas und Porzellan über Schmuck, Kriegswaffen bis hin zu einigen Kuriositäten. Ein Ticket für Erwachsene kostet 14 € und beinhaltet den Zutritt zum Innenhof, Burgführung und Schatzkammer. Später am Nachmittag bemerkten wir, dass dies schon der letzte Tag unserer Reise war. Wir genossen noch einmal den Ausblick auf die Burg und fuhren weiter zu unserer letzten Unterkunft. Ihr könnt ja mal raten, was wir uns da wohl ausgesucht haben. Stressing, counting all my blessings. God, come get me out of this town. 'Cause every day I wake up wishing I could break up with the city light and construction sound. I couldn't wait to move, I had so much to prove. It was all I could do to get away. But now that I'm here, I'm filled with fear. Die letzte Unterkunft unserer Reise sollte noch einmal etwas Besonderes sein. Und so fuhren wir noch eine Weile und schlängelten uns dann bei Brodenbach die L207 hoch in den Wald. Etwas später wurden die Straßen schmaler und wir kamen zu einem Waldparkplatz. Aber wo ist hier die besondere Unterkunft?
Die Burg Ehrenburg. Unsere letzte Unterkunft auf dieser Reise. Auf der Burg gibt es ein kleines 3-Sterne-Hotel mit 13 stilecht eingerichteten Zimmern. Hat schon was so, ne? Wenn man da drauf zugeht. So. Wir waren total begeistert, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so rüberkam. Wir richteten uns ein, tranken ein kühles Bier in der Burgschenke und dann ging es auf Erkundungstour. Diese Burg ist seit 1991 in Privatbesitz und wird durch einen Verein aus privaten Mitteln erhalten, restauriert und wieder aufgebaut. Es ist ein absoluter Abenteuerspielplatz, nicht nur für Kinder. Man kann hier wirklich jede Ecke der Burg erkunden, Türme hochklettern und teils tolle Aussichten genießen. Als Alternative zur Hotelübernachtung kann man auch auf hergerichteten Reisewagen übernachten. Am Abend gab es im Rittersaal noch ein leckeres Abendessen mit Bier und Wein. Und nach dem Wein noch ein Ständchen von Lisa. Das hat aber weniger gut geklappt. Nach dem Essen und dem Ständchen konnten wir dann die tolle Abendstimmung genießen. Bei Lagerfeuer und Wein ließen wir den letzten Tag Revue passieren, denn am nächsten Morgen traten wir wieder unsere Heimreise an. Der nächste Morgen. Noch einmal entspannt frühstücken und dann hieß es auch hier wieder Abschied nehmen. Dann kommt immer der Moment, an dem man merkt, wie schnell eigentlich die Zeit vergeht. Monatelange Vorfreude und Planung, bis es endlich losgeht. Und dann ist die Reise plötzlich schon wieder vorbei und die Heimreise steht an. André verabschiedeten wir noch an der Ehrenburg. Für Lisa, Tim und mich ging es noch ein bisschen an der Mosel entlang, über den Rhein und durch den Westerwald und das Sauerland wieder nach Hause. In den letzten 9 Tagen haben wir wieder viel erlebt und gesehen. Auch das Wetter war voll und ganz auf unserer Seite. Das war ja bei unseren letzten Reisen nicht immer der Fall. Wir waren in der Eifel, Luxemburg, den Vogesen, dem Schwarzwald, im Pfälzerwald und an der Mosel. Wir haben 8-mal in den unterschiedlichsten Unterkünften übernachtet. Von urig über familiär bis spannend und am liebsten nie wieder war alles dabei. Auf unserer Reise sind wir knapp 2500 Kilometer gefahren, an die wir uns bestimmt auch in den nächsten Jahren noch gerne zurückerinnern. Mal sehen, wohin es im nächsten Jahr geht. Hat euch der Film gefallen und habt ihr eventuell Interesse an den GPX-Daten und einem kleinen Roadbook? Dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Also dann, bis zum nächsten Mal.